Ja moin, ich bin's wieder, der Nico, und ich bin immer noch im schönen, allerdings kühlen Paraguay. Wir haben momentan frühlingshafte 16 Grad Celsius, aktuell so 15, 16. Heute ist Mittwoch, der 12.10.2022. Und ja, heute gibt es mal wieder ein paar Updates und dann wird wahrscheinlich erstmal eine Weile Funkstille von mir sein, aber wieso? In diesem Video. Punkt Nummer 1. Ich hatte im letzten Video ja angekündigt, dass ich umziehen werde mit dem Caravan, in dem ich momentan wohne, und das Ganze hätte schon letzte Woche geschehen sein sollen. Allerdings aufgrund der schlechten Wetterprognosen mit relativ viel Regen musste ich das Ganze um eine Woche verschieben. Das ist das Problem, wenn man irgendwo wohnt, wo dann eine Erdstraße ist. Nach Regen ist die dann halt mit einem LKW schwer befahrbar. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das Ganze verschoben habe, und auch mein Container wurde noch nicht wie angekündigt geliefert. Das habe ich auch um eine Woche verschoben, sodass der Container jetzt übermorgen am Freitag kommen soll. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnen wird. Momentan ändert sich hier die Wetterprognose für die nächsten Tage fast stündlich. Zwischen gar keinem Regen bis bisschen Regen, bis ein bisschen mehr Regen. Und ja, naja, das ist auch der Grund, weshalb sich das Ganze momentan verzögert. Also mein Container wurde noch nicht geliefert. Wenn sich das Wetter hält, dann am kommenden Freitag, sprich übermorgen. Dann hatte ich angesprochen, dass es für mich unmöglich ist oder unmöglich scheint, ein Konto hier zu eröffnen, und ich deshalb Probleme habe, mein Geld zu transferieren von meinem deutschen Konto auf irgendein paraguayisches Konto. Ja, das ist immer noch aktuell. Allerdings habe ich jetzt den Weg über eine Kooperative genommen. Viele, die sich hier in der Gegend um Villarrica, Independencia aufhalten, werden mit Sicherheit die Kooperative Carlos Funnel kennen. Und diese Kooperative, da habe ich inzwischen ein Konto oder auch schon länger ein Konto und bin auch Mitglied. Und ja, da ist es halt möglich, auch aus Europa Überweisungen zu tätigen. Und das habe ich jetzt gemacht, um einen Großteil der Finanzen, die ich in den nächsten Wochen, Monate brauchen werde, zu transferieren. Allerdings ist das Ganze auch nicht wirklich preiswert. Meine Bank hat für jede Überweisung 75 € Transaktionsgebühren genommen. Und dann, soweit ich das mitbekommen habe, wird auch Carlos Funnel noch einmal 35 € oder 37 €, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Überweisungsgebühren nehmen für jede eingehende Zahlung. Dann habe ich die Möglichkeit, entweder mir die Euro auszahlen zu lassen, nachdem ich mich auf eine Warteliste gesetzt habe oder setzen lassen habe, um dann meine Euro auszuzahlen. Allerdings ist die Wartezeit aktuell so um ein halbes Jahr oder noch länger. Also wird das wahrscheinlich nicht in Frage kommen für mich. Somit werde ich wahrscheinlich nur die Möglichkeit haben, dann in der Kooperative mein Geld gleich vom Konto aus zu tauschen in Guarani, allerdings zu einem etwas schlechteren Kurs als der offizielle Kurs, der ja auch momentan nicht ganz so rosig ist. Jede Überweisung kostet mich richtig Geld. Jede Überweisung darf maximal 50.000 € betragen. Parallel dazu habe ich in den letzten Tagen die Geldautomaten geplündert und habe da so das wichtigste, nötigste Geld schon mal vom Automaten gezogen. Trotz der 25.000 Guarani Automatengebühr, die für jede Abhebung bis maximal 1,5 Millionen Guarani sind. Naja, aber wenigstens habe ich da dann einen etwas besseren Kurs, und somit ist das schon mal eine ganz gute Alternative. Ja, ansonsten, was ist weiterhin passiert? Nun, ganz einfach. Auf meinem Grundstück ist jetzt ein Brunnen, ein Tiefbrunnen. Mit 100 Metern habe ich jetzt bereits bohren lassen. Das ging relativ schnell. Einen Tag ein Angebot eingeholt. 2 Tage später, war noch ein Wochenende dazwischen war, waren die Leute auf dem Grundstück, haben gebohrt. Und dann nochmal 3 Tage später, weil es zwischendurch wieder geregnet hatte, ist dann auch die Brunnenpumpe, also die Tiefbrunnenpumpe installiert worden.
Leider wurde sie bisher noch nicht ausgetestet, aus zwei Gründen. Der erste ist, ich habe immer noch keinen Strom auf meinem Teil des Grundstücks. Der Anschluss, der vorhanden ist, ist etwa 130 Meter Luftlinie entfernt. Und ja, ich habe noch keinen eigenen Stromanschluss, der ist aber inzwischen auch in Arbeit. Nur dafür fehlen jetzt noch ein paar Unterlagen, die der jetzige noch Eigentümer gerade organisieren muss. Ohne eine Genehmigung des Grundstücksbesitzers, der ich ja momentan noch nicht bin, ist es leider nicht möglich für mich, einen Zähler zu installieren, weil der Zählerkasten momentan halt noch auf seinem Grundstück installiert werden muss. Und das ist aber in Arbeit und wenn ich Glück habe, habe ich dann nächste Woche auch schon Strom. Ist natürlich abhängig, wie schnell jetzt das Genehmigungsverfahren durchläuft. Das ist so ein Packen Papier, was der Kollege von der Ande, dem staatlichen Stromversorger, da vorgelegt hat. Ich musste gefühlt 20 Mal unterschreiben und meine Cedular-Nummer eintragen. Und ja, parallel dazu muss ich jetzt gucken, dass ich Kabel besorge. Ich hatte zwei Möglichkeiten der Trassenlegung, also der Stromverlegung. Das eine wäre ein Kupferkabel gewesen, subterreno, also unterirdisch unter der Erde. Das ganze Erdkabel, Kupferkabel, 16 Quadratmillimeter Durchmesser, hätten mich weit über 2.500 Euro gekostet und dann kommt noch ein Leerrohr dazu, was man sicherheitshalber verlegen sollte und natürlich die ganze Arbeit, den Boden aufzureißen entlang der Grundstücksgrenze wahrscheinlich und dann das Kabel da drin zu verlegen. Und ja, da habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Einerseits, weil die 2.500 Euro sind doch eine Stange Geld. Andererseits sollte es einmal ein Problem geben mit dem Kabel, sollte da irgendwo eine Unterbrechung sein, dann ist es nahezu unmöglich, diese auf diesen 200 Metern zu lokalisieren und dann eventuell zu reparieren. Und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, ein oberirdisches Aluminiumkabel zu nehmen mit 35 oder 36 Quadratmillimeter Durchmesser und das dann an Pfosten entlang der Grundstücksgrenze auf mein Grundstück oder zu dem geplanten Bauplatz zu ziehen und erstmal provisorisch anzuschließen, so dass ich dann erstmal soweit Strom habe und auch die Tiefbrunnenpumpe austesten und benutzen kann und auch so in meinem Caravan oder dann später, wann es dann irgendwann mal anfängt mit den Bauarbeiten, dass ich dann da auf jeden Fall Strom habe. Ja, nächster Punkt der Infrastruktur, die eigentlich für mich halbwegs wichtig ist. Einerseits für die Kommunikation, andererseits natürlich, um meine Videos zu machen und hochzuladen, ist natürlich ein Internet. Und da war ich bei Tigo, das ist hier einer der größten lokalen Anbieter für Telefon und Internet. Und die bieten auch an, Internet über Sendemasten zu vertreiben oder anzubieten. Da hätte ich dann 6 Megabit pro Sekunde Download bekommen und etwa, ich glaube, 2 Megabit pro Sekunde Upload mit einem Funkmasten, der dann natürlich auf meinem entsprechenden zukünftigen Grundstück stehen muss. Allerdings habe ich jetzt die Info bekommen, dass das leider eine Versorgungslücke ist, das Grundstück, auf dem ich mich niederlassen möchte. Einfach weil das so ein bisschen in dem Tal liegt und der nächste Funkmast von Tigo, der ist etwa 3,5 Kilometer Luftlinie entfernt und dazwischen ist leider ein kleiner Hügel, eine kleine Erhebung, so dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, mich dort mit Internet zu versorgen. Alternative wäre jetzt noch auf jeden Fall Glasfaser gewesen, wenn es nicht so weit weg wäre. Ein anderer lokaler Anbieter, der auch mit Funkmasten arbeitet, ist noch nicht verfügbar. Sie planen es für Anfang nächsten Jahres, da einen Mast in der Nähe aufzubauen und dann entsprechend auch diese Region mit zu versorgen. Ich habe inzwischen allerdings die Befürchtung, dass auch ich dann nicht wirklich gut
versorgt werden kann, weil auch da ist dann wahrscheinlich wieder ein Hügel dazwischen. Aber das werde ich jetzt in den nächsten 1-2 Tagen, die mir jetzt hier noch bleiben, noch versuchen zu eruieren, wie weit die Planungen sind, ob das ist und wenn Sie denn schon wissen, wo der Turm in etwa hinkommen soll, dann kann man ja über Google Maps bzw. Google Earth ja einfach mal schauen, ist da jetzt noch ein Berg dazwischen oder besteht die reelle Chance, dass ich denn da auch mit Internet versorgt werde. Also werde ich jetzt die nächsten Tage und wahrscheinlich Wochen nur sehr schwer ins Internet kommen. Da ist zwar stellenweise dann Empfang mit dem Handy, aber naja, da hat man halt nicht so die Bandbreite und auch nicht so das Volumen, um da vernünftig irgendwas zu machen. Also Video hochladen definitiv nicht. Und ja, großartig irgendwas anderes machen, Online-Banking und ähnliches. Wird schwierig werden, auf jeden Fall. Dann bin ich aktuell dabei, einen Bauträger, sprich einen Bauunternehmer zu kontaktieren und ihm meinen Entwurf eines geplanten Hauses mal vorzulegen. Und dann will ich einfach mal schauen, oder muss ich natürlich irgendwann schauen, ob das realisierbar ist, was mich der Spaß kosten wird und ja, wie schnell das dann vonstatten gehen kann. Ich habe es jetzt nicht so unendlich eilig, aber irgendwann möchte ich dann doch in mein Häuschen einziehen können. Das heißt, ich möchte auch in näherer Zukunft dann anfangen, ein Haus bauen zu lassen. Ich selber habe leider keine Ahnung davon. Es sind zu viele Gewerke, die da ineinander spielen, als dass ich mir das irgendwie zutrauen würde. Ich weiß so ein bisschen was von der Elektrik, so ein bisschen was von Wasserverlegung. Von Fundamenten und Mauern habe ich leider keine Ahnung und auch nicht, wie man etwas sinnvoll macht. Und so ein Bauunternehmer weiß dann ja wenigstens auch so die Standardmaße, wie groß ist ein normales Fenster, was man hier käuflich erwerben kann, ohne dass man es erst zuschweißen lassen muss, sich manuell bauen lassen muss, was ich persönlich nicht wirklich machen möchte, weil das ist zumindest das, was ich bisher gesehen habe, ist alles nicht wirklich die Qualität, die ich möchte. So ein bisschen vernünftig möchte ich es dann doch schon haben, weil wenn man einmal baut, dann lieber einmal vernünftig, auch wenn es ein bisschen mehr Geld kosten wird, was es definitiv machen wird. Aber gut, mein Auto habe ich mal wieder betankt mit dem besten Diesel, den es an der Tankstelle gibt, für richtig Geld natürlich. Und diesmal habe ich eine andere Tankstelle genommen und siehe da, das Auto läuft komischerweise jetzt viel ruhiger, hat ein bisschen mehr Kraft, das Ruckeln beim Beschleunigen, beim langsamen Beschleunigen in den unteren Drehzahlbereichen ist eigentlich weg. Und wenn ich rückwärts fahre und der Motor warm ist, komme ich auch wieder den Abhang hoch und von daher vermute ich mal, hoffe ich mal, dass es daran gelegen hat, dass der Diesel doch scheiße war. Mir wurde schon öfters jetzt bestätigt, dass es hier extreme Unterschiede gibt zwischen den Kraftstoffen. Und dann sollte man halt überlegen, an welchen Tankstellen man tankt, zumindest wenn man einen relativ empfindlichen Motor hat, wie diese Common Rail Diesel. Ja, die sollen wohl sehr anfällig für schlechte Qualitäten sein und naja, der Kraftstoff hier in Paraguay ist halt stellenweise echt schlimm. Ich habe auch schon gehört, dass hier ganz gerne mal ein bisschen Wasser untergemischt wird und naja, das kann natürlich für so einen Motor tödlich sein. Also werde ich es ab jetzt nur noch bei dieser Tankstelle, die übrigens auch der Kooperativa Carlos Funnel gehört, tanken und hoffen, dass es dann dieser Fehler war. Ja, und das Ganze natürlich ein bisschen weiter beobachten. Apropos beobachten, ich hatte bei meinem Autovideo gesagt, dass ich schätze, dass er 11 Liter verbraucht. Inzwischen bin ich bei 10 und 8,5 Litern, also das wird sich wahrscheinlich so um die Pi mal Daumen 9 bis 10 Litern einpendeln. Der Verbrauch ist natürlich auch immer abhängig davon, wie man fährt, welche Strecken man fährt. Auf Asphalt verbraucht man natürlich wesentlich weniger als hier auf den Erdstraßen, einfach weil es da mehr bergauf, bergab geht und man auch vor größeren Kuhlen oder Löchern einfach mal abbremsen muss. Und als allerletzten Punkt, was noch
positiv ist, was ich inzwischen erreicht habe, da ich ja inzwischen länger als 3 Monate hier bin. Ich habe jetzt endlich meinen Führerschein, beziehungsweise sogar 2, nämlich einen, damit ich mit dem Auto fahren darf, den zweiten, damit ich auch mit einem Moped fahren darf, falls ich mir denn irgendwo eins zulege. Und ja, wie das mit dem Führerschein hier so funktioniert hat bei mir, das werde ich auf jeden Fall in einem anderen Video mal erläutern, wenn es euch interessiert. War eigentlich kein großes Problem, wenn man weiß wie und was man braucht. Und ja, das ist eigentlich schon so der letzte Punkt auf meiner Liste gewesen. Ich werde jetzt gleich anfangen, das Video zu schneiden und hoffe dann, dass es noch online ist, bevor ich dann hier übermorgen mit dem Caravan umziehe. Einfach weil ich dann kein Internet mehr haben werde oder kein vernünftiges Internet mehr haben werde für die nächste Zeit. Mal sehen, wie lange. Ja, das soll es hier in aller Kürze gewesen sein. Kleines Update. Und wie es weitergeht, werdet ihr irgendwann in den nächsten Videos sehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sage ich wie immer tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay. 2, nämlich einen, damit ich mit dem Auto fahren darf. Und einen, damit, nein, den Stinkefinger wollte ich euch nicht zeigen. Also